Geopolitik, was ist das eigentlich? Es klingt relativ komplex, für manche vielleicht auch ein bisschen trocken, aber es ist nicht trocken, ganz im Gegenteil. Geopolitik entscheidet darüber, wo Konflikte entstehen, warum Märkte schwanken und welche Länder wirklich die Macht haben. Selbst wenn heute dort Frieden einkehren würde, würden wir die Effekte, die ich gerade angeführt habe, doch noch eine ganze Reihe von Monaten, vielleicht Jahren sogar in den Statistiken sehen können. Nicht alleine Geografie ist allentscheidend, aber halt ein wichtiger Faktor. Und mit unserem geowissenschaftlichen Hintergrund, den wir alle haben, möchten wir halt eben so die allgemeine Diskussion in dieser Hinsicht bereichern. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Geopolitik und Märkte. Mein Name ist Amadeus Quist, ich bin als Hochschuldozent tätig an der Hochschule Ruhr-West und vertrete in meiner Lehre inhaltlich die Gebiete der Wirtschaftsgeografie, Wirtschaftspolitik, der internationalen Wirtschaftsstrukturen sowie auch länderanalytische Module mit den Schwerpunkten Süd- und Südostasien sowie Lateinamerika und vor allem Nordamerika. In diesem Podcast werde ich in meiner Moderatorenrolle die Diskussion unserer beiden Experten leiten, die für euch Zuschauer aktuelle Geschehnisse in der Welt aufgreifen und analysieren, welche globalen Spannungen und Ereignisse eben für uns auch relevant sind, aber vor allem auch im Hinblick darauf, welche Bedeutung sie für die Weltpolitik und natürlich auch für Deutschland haben. Ich begrüße damit zunächst Sebastian van Brevoort. Ja, Amadeus, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Sebastian van Brevoort. Ich bin Stabsoffizier beim Geoinformationsdienst der Bundeswehr, hier allerdings nicht in dienstlicher Funktion. Und außerdem habe ich an der Universität Tübingen meinen Abschluss in Humangeografie gemacht und mich schon während des Studiums mit geopolitischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Ja, und diese beiden Perspektiven, beruflich auch und akademisch, möchte ich hier gerne mit einbringen. Ja, vielen Dank. Wir haben noch einen weiteren Experten, der für uns die Brücke von der Geopolitik zur Ökonomie schlägt und für uns gleichzeitig noch eine weitere interessante geografische Perspektive einbringt. Ja, hallo zusammen. Werner Halfer mein Name. Ich bin ebenfalls an der Hochschule Ruhr-West tätig im normalen Dienstgeschäft und dort dann als Professor für internationale Wirtschaft tätig. Und hier hoffe ich, mit der ökonomischen Expertise den Podcast etwas auch unterstützen und anregen zu können. Vielen Dank für die Vorstellung von euch beiden. Nun heißt unser Podcast jetzt Geopolitik und Märkte, ein Begriff, den man mehr oder weniger auch in den Nachrichten hört, aber der für viele trotzdem noch nicht so ganz greifbar ist. Was ist denn unser Verständnis von Geopolitik? Ja, das ist eine gute Frage, weil dieses Wort, wie du richtig sagst, so taucht ja immer wieder auf in den Nachrichten, im politischen Diskurs und so weiter. Und er wird ganz selbstverständlich benutzt. Aber was ist unser Verständnis davon? Und zwar, wir finden es wichtig, dass halt eben auch dieser geografische Bezug Berücksichtigung findet. Also wie Geografie, Raum und Ressourcen, Politik und Macht beeinflussen. So, das ist uns erstmal wichtig, diese Frage zu beantworten. Allerdings möchte ich dazu auch erwähnen, dass natürlich neben der Geografie auch andere Faktoren wichtig sind. Nicht alleine Geografie ist allentscheidend, aber halt ein wichtiger Faktor. Und mit unserem geowissenschaftlichen Hintergrund, den wir alle haben, möchten wir halt eben die allgemeine Diskussion in dieser Hinsicht bereichern. Wir bringen jetzt natürlich auch einen starken akademischen Hintergrund mit in diesem Podcast. Vielleicht ist es für unsere Zuschauer auch wichtig zu erklären, was will dieser Podcast eigentlich und wen sprechen wir überhaupt damit an? Werner, wie würdest du unseren Podcast denn vorstellen in unserer ersten Folge heute? Ja, also was wir wollen, ist natürlich informieren, aber durchaus auch zur Diskussion anregen, auch zur kritischen Diskussion und Positionen und Einschätzungen, die wir hier vertreten, müssen keineswegs die Einschätzungen von jedem Einzelnen sein. Wir versuchen nur so ein bisschen halt die Sache zu objektivieren, Licht hinter die Entwicklungen zu bringen und damit ist natürlich auch die Zielgruppe gleich gemeint. Alle, die sich letztendlich für geografische, geopolitische und ökonomische Aspekte, die im Kontext von Entwicklungen auf der Erde stattfinden, interessieren. Also keineswegs nur ein Fachpublikum, ganz im Gegenteil, wir versuchen auch, wenn mal etwas schwierige Begriffe, die einer Erklärung bedürfen, auftreten, das auch dann wirklich zu machen, dass jeder halt mitkommt.
damit wir da niemanden abhängen. Das ist unser Anliegen. Wir wollen ja vor allen Dingen die Hintergründe beleuchten zu dem, was tagespolitisch oder strukturell gerade so passiert, dass man ein paar Informationen mehr hat und da natürlich auch mitsprechen kann, wenn über diese Themen heiß diskutiert wird. Vor allem dort, wo es besondere Grenz- und Lagesituationen gab, haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass es dort gerade auch zu großen Konflikten kam. Wir hatten die Suezkanal-Krise in den 1950er Jahren. Wir haben den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea, der natürlich auch eine besondere Grenzsituation darstellt. Oder beispielsweise auch die GIUK, die Achse zwischen Grönland, Island und dem United Kingdom, die geoökonomisch und geopolitisch besonders relevant ist. Und nun mal eben die Straße von Hormuz. Vielleicht wollen wir heute kurz zum Einstieg mal über die Straße von Hormuz sprechen und das auch eben geografisch so ein bisschen einordnen. Sebastian, wie würdest du denn das Land insgesamt für uns charakterisieren? Die Straße von Hormuz liegt ja am Iran und auf der anderen Seite haben wir die arabische Halbinsel. Was macht den Iran geografisch so besonders? Ja, als Geograf, das Erste, was ich dann immer mache, ist einfach einen Blick auf die Karte zu werfen. Und das offenbart beim Iran wirklich sehr, sehr vieles und sehr Interessantes. Und ich denke, wenn man sich allein mit diesen Basisinformationen auseinandersetzt, kann man daraus dann schon mitunter sehr, sehr interessante und wichtige Schlüsse ziehen. Und zwar reden wir beim Iran vom Land, das eine Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern hat. Und das im Verhältnis zu setzen, Deutschland hat 360.000. Also wir reden hier vom Land, das ja, mehr als viermal so groß ist als Deutschland, eine enorme Fläche. Hat allerdings lediglich, also in Anführungsstrichen lediglich, ca. 93 Millionen Einwohner. Und also sprich gar nicht so viel mehr als die Bundesrepublik. Und das bedeutet, dass das Land in Teilen wirklich sehr dünn besiedelt ist. Die Bevölkerungszentren befinden sich im Norden und im Westen des Landes. Und andere Teile des Landes sind einfach aufgrund der Geografie mitunter ja, sehr dünn bis gar nicht besiedelt. Der höchste Berg im Iran ist der Demavend mit 5.600 Metern. Also da sieht man, also wir reden hier nicht vom Sauerland. Das ist schon wirklich ein massives Gebirge, das da im Land vorzufinden ist. Und diese Gebirgsketten, also die kann man, wenn man sich die Karte ansieht, sieht man es sehr schön. Die erstrecken sich über eine enorme Länge in verschiedenen Regionen. So, und dadurch wird natürlich das gesamte Land, die Zugänge zum gesamten Land irgendwo eingeschränkt. Und hinzu kommen dann eben dann auch noch die Küsten und die Wasserwege und woraus sich dann eben diese geopolitischen Hebel ergeben. Und an dieser Stelle will ich dann auch ganz gerne das Buch Die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert von Tim Marshall empfehlen, weil der widmet sich da in dem Buch auch dem Iran und der beschreibt den Iran ja quasi als natürliche Festung. Und ich denke, diese Beschreibung, die trifft es ganz gut. Okay, vielen Dank für diese kurze Übersicht, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Der Iran ist also zumindest, was die Landmasse betrifft und das ländliche Territorium, durchaus eine Festung, wie wir gerade gehört haben, sodass dann logischerweise natürlich auch der Fokus sehr, sehr schnell auf diese Meeresenge liegt, der Straße von Hormuz. Werner, wie sind denn solche Meerengen oder auch grundsätzlich Landengen zu bewerten? Ja, sie sind natürlich immer Orte, an denen Wirtschaft, aber auch Konflikte gerne mal zusammenfließen. Nicht? Wenn wir an die Meerengen denken, da ist quasi das Meer, das sich verengt und an den Rändern befinden sich dann Landsituationen, die halt gerne in den wirtschaftlichen Austausch kommen oder sich auch zu bestimmten Zeiten eben politisch abgrenzen wollen. Und dann ist das Meer halt sehr eng und damit ist das natürlich auch durchaus überwindbar an den Stellen und das führt dann dazu, dass gerne mal Kriege entstehen oder Konflikte. Aber ansonsten rein ökonomisch betrachtet sind es natürlich hervorragende Bedingungen für den wirtschaftlichen Austausch, wenn ansonsten zwischen bestimmten Ländern es schwer wäre, den Austausch, also den Handel im Wesentlichen zu realisieren. Das Gleiche gilt für die Landengen. Wir haben sowas in Panama beispielsweise, beziehungsweise an der Grenze zwischen Nord- und Südamerika, der mittelamerikanische Raum, das ist so eine Landenge. Auch da haben wir natürlich bis zum heutigen Tag immer wieder geopolitische Konflikte. Und am Ende ist es auch da wieder, dass halt sehr viele Wirtschaftsbeziehungen und natürlich auch politische Interessen zusammenfließen.
So ganz neu ist das Ganze natürlich nicht. Wenn wir den Blick in die Geschichte werfen, dann ist das etwas, was wir immer wieder sehen, dass es Konflikte um diese Art von Regionen gibt. Wenn wir uns zum Beispiel bei Homer die Geschichte des Odysseus ansehen und seine Fahrt, dann wird dort natürlich häufiger mal berichtet von den Wirren, die die Reisenden dort halt begegnet sind, die wir heute als Land, als Meerengen bezeichnen müssen, wo man durch musste mit den einfachen Schiffen damals und auch die Mission zwischendurch immer wieder mal scheiterte. Also das ist vielleicht das berühmteste Beispiel, aber wir kennen es natürlich auch in den nachfolgenden Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass hier immer wieder halt an solchen geografischen Hotspots, würden wir heute sagen, es zu solchen Problemen kommt. Und letztendlich sind die Probleme halt dann auch immer ökonomisch getrieben. Wenn es jetzt bereits in der Antike schon Konflikte um diese Meerenge gab, dann stellt man sich doch die Frage, warum hat man nicht versucht, andere Verkehrswege zu entwickeln? Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass so etwas natürlich ein Raumpotenzial darstellt, das man sehr positiv bewerten kann. Also es ist ein Vorteil erstmal, der sich auch nicht so einfach durch Umwege halt beseitigen lässt, denn das liegt schon in der Natur der Sache. Dann habe ich eventuell längere Wege, Landwege oder Meerwege, die ich zurücklegen muss. Das bringt wieder eventuell höhere Transportkosten mit sich oder andere Gefahren, wenn wir auch an Piraterie denken. Das ist ja etwas, was keine Geschichte ist aus dem 18., 19. Jahrhundert, sondern das erleben wir auch im 21. Jahrhundert, dass immer wieder auch Seewege von Piraterie freigeräumt werden müssen, beziehungsweise die Handelnden dort geschützt werden müssen. Man geht, wenn es möglich ist, hin und versucht, solche Situationen ein bisschen zu entschärfen, indem man halt künstliche Wege baut in Form von Pipelines in diesem Fall. Also es gibt eine Pipeline, die zieht sich halt vom Golf von Oman beziehungsweise den Persischen Golf dann in den Westen oder vom Golf von Oman, wie ich gerade sagte, hin in den Persischen Golf, so dass die Halbinsel, auf der oder um die Straße von Hormuz durchgeht, letztendlich abgeschnitten wird. Der Weg wird verkürzt. Sowas Ähnliches macht man andernorts auch mit Kanälen. Suezkanal ist so eine Möglichkeit gewesen, den Handel zu erleichtern. Oder bei Landengen, Panama-Kanal. Es gab auch Überlegungen, einen zweiten Panama-Kanal etwas weiter nördlich zu bauen, der dann letztendlich auch nochmal so eine Umgehungsroute geboten hätte. Dazu ist es aber nicht gekommen. Also man versucht hier tatsächlich Entlastung zu schaffen. Und das Spannende ist, dass wenn wir jetzt den Blick tatsächlich mal auf die arabische Halbinsel werfen, dass neben den Pipelines, also die größere, die führt von Saudi-Arabien zum Roten Meer, aber gleichzeitig gibt es große leistungsfähige Straßen mitten durch die Wüste. Und wir konnten vor einigen Tagen in den Bildern, die uns übersendet wurden, sehen, dass Saudi-Arabien angefangen hat, auch große Lastwagenkonvois mit Erdöl beladen, quasi durch die gesamte Wüste zu schicken, durch die große arabische Wüste, durch Arabien hindurch zum Roten Meer, um letztendlich diese Situation an der Straße von Hormuz zu umgehen. Das sind aber, ich will nicht sagen Tropfen auf den heißen Stein, aber nichtsdestotrotz, wenn man das im Verhältnis zum Aufwand setzt, der da getätigt werden muss, ist das natürlich keine Dauerlösung, sondern kann nur bedeuten, dass man im Moment etwas die Situation entschärfen will. Ja, wir sprechen da auch über eine Kapazität von circa 17 bis 18 Millionen Barrel Öl, die normalerweise täglich auf Schiffen transportiert werden können. Und in diesen Pipelines hat man da im Vergleich dazu eine Kapazität von gerade mal 6 Millionen Barrel Öl, was ungefähr dem Verbrauch entspricht, den wir so täglich in Deutschland haben. Ja, Stichwort Deutschland. Welche Relevanz hat denn das Geschehen überhaupt für Deutschland, Sebastian, wenn du das vielleicht geopolitisch zunächst für uns einordnen möchtest? Ja, zu Beginn des Krieges hieß es ja vom Bundeskanzler Friedrich Merz, das ist nicht unser Krieg, ja, kann man so sehen, aber ich meine, mittlerweile haben wir es ja auch alle gemerkt, dass selbst wenn wir nicht als Kriegspartei beteiligt sind, dass wir doch halt eben die Einflüsse merken und das eben vor allem ökonomischer Natur. Und deswegen denke ich,
jetzt in der bisherigen Situation, was mir schon zu denken gibt, ist, dass ja Deutschland und Europa in dieser ganzen Gemengelage eigentlich ja fast gar keine Rolle spielt, so, also da gar kein relevanter geopolitischer Akteur ist. Und das kann nicht in unser Interesse sein, weil dadurch haben wir auch keinen Einfluss darauf, auf die Ergebnisse oder auch auf den Fortlauf. Und deswegen denke ich ja, dass wir in Zukunft doch daran ein Interesse haben würden, so dass vor allem die Europäische Union da eben als stärkerer, wahrnehmbarer geopolitischer Akteur wahrnehmbar wird. Im Moment ist das nicht der Fall. Werner, wie siehst du das? Auch ökonomisch vielleicht? Ja, ich kann eigentlich unmittelbar anknüpfen an dem, was Sebastian sagte und vielleicht ein bisschen verstärken sogar. Eigentlich ist es nicht so richtig zu erkennen, warum oder erklärlich, warum wir uns als Europäer nicht stärker in diesem Konflikt beteiligen. Natürlich aufgrund der Geschichte Deutschlands ist das immer schwierig, irgendwo auf der Welt auch militärisch, geopolitisch im aktiven Sinne dort eine Rolle zu spielen, das ist klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es eine sehr wichtige Handelsroute ist für Deutschland. Ein Großteil der Exporte und Importe fließen durch die Großregionen. Ich habe eben schon mal den Suezkanal erwähnt, aber wir bekommen natürlich auch aus dem Gesamtraum Persien Waren, Dienstleistungen. Und natürlich spielt das Rohöl und das Erdgas im Moment die große Rolle, weil wir halt immer noch nicht unabhängig geworden sind. Ganz im Gegenteil, die Abhängigkeiten von Erdöl, Erdgas scheinen sich weltweit weiter zu verstärken und davon ist eben auch Deutschland nicht befreit, trotz vieler Investitionen in erneuerbare Energien. Aber neben der drohenden Inflationsgefahr, die wir jetzt haben, wir gehen jetzt etwa davon aus, dass wir schon bei 3% Inflation sind. Zur Erinnerung, die Europäische Zentralbank hat eigentlich ein Ziel von 2% maximal. Inflation, das heißt, das werden wir sehr schnell merken an der Kaufkraft, an den Preisen, gerade für Düngemittel und damit verbunden natürlich für Lebensmittel und vieles mehr, was dann in Zukunft teuer wird. Wir merken es an der Tankstelle, wenn wir tanken, obwohl das ja im Moment etwas subventioniert ist. Auch das wird aber letztendlich dann auch höhere Steuern mit sich bringen. Das ist eine Vielzahl an ökonomischen Effekten, die wir langfristig und kurzfristig hier erwarten können. Und die werden sich auch nicht so schnell wieder verabschieden. Selbst wenn heute dort Frieden einkehren würde, würden wir die Effekte, die ich gerade angeführt habe, doch noch eine ganze Reihe von Monaten, vielleicht Jahren sogar in den Statistiken sehen können. Der Krieg geht ja auch mit durchaus sehr, sehr erheblichen Kosten für die Vereinigten Staaten einher, was so die militärische Perspektive angeht, oder Sebastian? Ja, das sind enorme Kosten. Wenn ich jetzt noch einmal ein bisschen rauszoomen würde und einfach mal so die ganze Gesamtsituation betrachte, dann weiß ich eigentlich irgendwie kaum, zu welchem Urteil ich da kommen soll. Das liegt aber auch daran, dass die USA mit Kriegsbeginn nicht klar definiert haben, okay, was wollen wir hier eigentlich mit diesem Krieg erreichen? So, also letztes Jahr kam es zu der Operation Midnight Hammer. Da hat Donald Trump danach noch verkündet, dass das Atomprogramm völlig zerstört ist. Offensichtlich ist dem nicht so, weil sonst hätten sich die USA ja nicht zum erneuten Angriff entschieden, der dann ja in diesem Jahr dann mit der Operation Epic Fury begann. Die wurde mittlerweile für beendet erklärt. Dann war kurze Zeit die Rede von Project Freedom, wo es nur um die Straße von Hormuz ging und eben mit dem Ziel, diese frei zu bekommen, auch mit überschaubarem Erfolg. Und da würde ich sagen, wenn die mächtigste Militärmacht gegen eine bestenfalls Regionalmacht in einem solchen Kriegsverlauf verstrickt wird, dann kann man da nicht von einem Erfolg sprechen aus amerikanischer Perspektive. Auch wenn es uns höchstwahrscheinlich in absehbarer Zukunft ganz anders verkauft wird von der amerikanischen Administration. Aber ich sehe das halt als etwas anders, um es so zu sagen. Ja, und die Kosten, die du angesprochen hast, da hat die New York Times darüber berichtet. Und zwar während der aktiven Kampfhandlungen haben die USA täglich Munition im Wert von ca. 1 Milliarde US-Dollar verschossen. Und da sieht man einfach so, wie enorm teuer Kriegsführen ist und überhaupt die Aufrechterhaltung eines Militärs ist. Und das setzt das dann auch ein bisschen im Verhältnis, wenn wir halt eben jetzt in Deutschland eben über die Aufrüstung oder über die
über die Bundeswehr reden und eben über die Gelder, die da reingesteckt werden. So, zu Beginn war von einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro die Rede, und da sieht man, so, wenn man das dann im Verhältnis setzt, so was überhaupt alleine schon Munition kostet, wenn man in aktiven Kriegshandlungen verstrickt ist, so, dann sieht man ja, dass die Bundeswehr und Deutschland dann noch einen sehr weiten Weg vor sich hat, wenngleich wir natürlich auch überhaupt nicht den Anspruch haben, am US-amerikanisches Niveau zu erreichen. Das wäre ja auch vollkommen illusorisch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch viele Impulse und Auswirkungen darauf haben wird, wie sich die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik weiterentwickeln wird. Und ja, weiterentwickeln ist da auch ein ganz, ganz gutes Stichwort, auch wenn es schwierig ist, das Ganze auf einen kurzen Punkt zu bringen. Und ich das Gefühl habe, dass wir hier gerade am Anfang einer Entwicklung stehen, die zwar historisch sich hochgeschaukelt hat, aber gerade an einem Beginn ist, auch wenn es schwierig ist. Wie ist denn eure Prognose, wie man den kriegerischen Konflikt in der Region beziehungsweise in und um die Straße von Hormuz lösen könnte? Was wäre eure Einschätzung dazu? Ja, also im Moment laufen ja die Verhandlungen, und es heißt, dass halt gerade ein Rahmenabkommen abgestimmt wird. Und da geht es um 4 wesentliche Punkte. Da wären einmal das iranische Atomprogramm, die Straße von Hormuz, das iranische Raketenprogramm und Irans Verbündete in der Region. So, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, so, was die USA da fordern, nämlich die irgendwie weitestgehende Aufgabe des Atomprogramms und so weiter. So, ich meine, das wäre jetzt Kaffeesatzleserei, jetzt da vorzugreifen. Ich denke, es wird irgendwann, werden sich beide Parteien auf ein Abkommen einigen. Ob das dann die Situation dauerhaft verbessert, das sei dahingestellt. Also aus dem Iran wird nicht plötzlich eine wunderbare Demokratie nach europäischem Vorbild. So wird es nicht kommen. Und ich denke aber, dass wir irgendwo in so einer Zwischenwelt, so ein Zwischending irgendwann erreichen, wo man sagt, okay, der Krieg ist vorbei, aber so richtig Frieden ist es vielleicht auch nicht. So, und dass die Spannungen in der Region dann trotzdem bestehen bleiben. Damit rechne ich. Ja, wir sehen ja hier letztendlich die Fortsetzung eines jahrhundertealten, vielleicht kann man sogar jahrtausendalten Konfliktes sagen, der sich eben in der jüngeren Geschichte auf den sogenannten Nahost- und Middle East-Konflikt halt begrenzt. Aber es ist in einer weiten Betrachtung letztlich eine Fortführung des Konflikts, der ausgelöst wurde durch die Kolonialisierung. Man muss sich nur mal die Grenzen dieser Länder, auf die wir hier schauen, ansehen. Das sind natürlich alles Länder, die irgendwie durch die koloniale Einflussnahme in der Region so gestaltet wurden und damit auch keine Rücksicht genommen haben auf ethnische, religiöse Grenzen. Wir haben seit dem beginnenden 20. Jahrhundert die schwierige Situation, dass da natürlich auch noch der Staat Israel halt eine große Rolle spielt. Insofern schwierig, weil man hier halt einen zusätzlichen Konflikt noch einmal eingebaut hat, gerade auch was den Bereich des Irans angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem großen Exodus der Juden, nach der Zerstörung des Tempels, kurz nach der Zeitenwende und vor allen Dingen durch die Vertreibung durch die Römer, letztendlich die Juden ja in alle Länder der Region vertrieben wurde, auch nach Persien. Es gibt heute viele Regionen im Iran, der tatsächlich eben auch einen gemeinschaftlichen Hintergrund hat von jüdischem und auch persischen Bewohnern. Und der ist halt letztendlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts letztendlich völlig zerschnitten worden. Spätestens mit der Islamischen Revolution war dann Schluss. Israel wurde zum Feind erklärt für alles in der Region, und das setzt sich fort. Und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht lösen lassen, weil, das ist vielleicht der Kritikpunkt, wir auch wenig investieren an eine nachhaltige Lösung des Konfliktes. Und Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch, einerseits, ich muss die ökonomische Situation für alle Länder erträglich machen, dass sie sich beteiligen können an der wirtschaftlichen Entwicklung. Man wird irgendwann auch wieder über die Sanktionen sprechen müssen, mit denen der Iran halt konfrontiert ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, eine Lehre aus der ganzen Geschichte, und das halte ich für das größte Risiko der Zukunft ist, für
die Region. Wer Atomwaffen hat oder wer sie anstrebt, hat gute Chancen, eigentlich niemals einen Krieg wirklich zu verlieren. Und das halte ich jetzt für das große Risiko, dadurch, dass die Amerikaner es nicht geschafft haben, wirklich hier zu einer Lösung zu führen. Es wird eine Art fauler Kompromiss, eine Zwischenlösung am Ende da sein, haben wir halt auf Dauer letztendlich die große Gefahr, dass der Iran nach der Atombombe greifen wird. Vielleicht auch, weil das gerade im Interesse von China und Russland auch noch liegt. Und damit wird diese Region zu einem Pulverfass nicht nur werden, sondern zumindest auch vielleicht noch weiter darüber hinaus ein immer größeres werden. Und da sehe ich keine guten Perspektiven für die Zukunft. Kurzfristig, um das noch zum Schluss zu sagen, das ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen, wenn wir jetzt sehen, dass sowohl die Amerikaner als auch die Iraner selbst diskutieren, ob die den Durchfahrt durch diese Meerenge, die Straße von Hormuz, auch mit Zöllen belegen wollen. Nicht? Man stelle sich mal vor, was das heißt für andere ähnliche Regionen auf der Welt, dass wir also sämtliche Meerengen und Landengen dann zusätzlich besteuern. Das werden die Transporte halt auch nicht ohne weiteres mitmachen. Von der finanziellen Seite, es wird dann immer teurer werden. Und es ist auch völlig unklar, ob die Erträge, die durch solche Einnahmen generiert werden, letztendlich in die richtigen Hände kämen. Ja, wenn ich da noch einmal kurz einhaken darf, und zwar angesprochen auf den Ausgang oder auf die Prognose, so möchte ich gerne mal einmal Donald Trump zitieren. Und zwar hat der 2020 einen Tweet abgesetzt, in dem er gesagt hat, der Iran hat noch niemals einen Krieg gewonnen, aber ebenfalls noch niemals eine Verhandlung verloren. Ich bin gespannt, ob er sich an diese Aussage erinnert und sie besonders beherzigt. Und wenn wir uns dann nicht nur auf unsere Einschätzung verlassen, sondern einfach auch mal den Blick etwas weiten. Und zwar habe ich auf Polymarket, der Plattform, wo man auf zukünftige Ereignisse wetten kann, geschaut, was da die allgemeinen Erwartungen bezüglich des Iran-Konflikts sind. Und da ist eine klare Mehrheit, da ist dafür, dass wahrscheinlich ein Frieden Anfang Juni oder ein Abkommen Anfang Juni steht und eine überwältigende Mehrheit bis spätestens Ende Juni. Schauen wir, ob das auch tatsächlich so wird. Ja, vielen Dank für eure Einschätzungen. Wir sind damit auch am Ende der ersten Folge für heute angelangt. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick darüber bekommen, dass Geopolitik eben auch sehr, sehr stark verwoben ist mit Geoökonomie, also der Weltwirtschaft, und wir internationale Verflechtungen und Auswirkungen haben, die nicht nur die Weltwirtschaft betreffen, sondern auch Länder wie Deutschland oder eben, wie wir auch gerade gehört haben, Länder wie China oder Russland und natürlich auch die USA. Ja, und das wird auch der Gegenstand werden unserer weiteren Folgen, die geplant sind. Wir planen jede Woche eine neue Folge hochzuladen und dort ein neues geopolitisches Thema zu beleuchten mit einer neuen Schwerpunktregion, wie beispielsweise auch eben China und im größeren Kontext auch vielleicht der Indopazifik und das südchinesische Meer. Das wäre es für unsere erste Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal, lasst gerne ein Like da. Es verabschieden sich Amadeus Quist, Sebastian von Brefort und Werner Halfer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.